Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt es von mir ein Video zum Sigma 500 mm mit der Blende 5.6. Und zwar ein bisschen der Unterschied zu allen anderen Reviews ist wahrscheinlich hier, das hier ist die L-Mount-Version. Und ich habe das Ganze hier an der Panasonic Lumix S1R2 und ich habe das mal ausgiebig getestet, gerade ein bisschen im Bereich Wildlife und Sport mit ein bisschen Action, ein paar Flugzeuge und so weiter. Und da wollte ich euch jetzt einfach mal rüberbringen, wie sich das Objektiv am L-Mount hier so geschlagen hat. Als erstes muss man natürlich sagen, wir haben hier eine Festbrennweite mit 500 mm und einer Blende von 5.6 und dafür ist es von der Größe her doch schon ziemlich kompakt. Natürlich sieht es hier jetzt gerade relativ groß aus mit der Gegenlichtblende hier vorne montiert. Die lässt sich aber demontieren oder umdrehen und dann ist das Ganze schon sehr, sehr kompakt und passt sogar quer in meinen Fotorucksack. Wir haben hier ein Gewicht von 1370 Gramm. Das ist also auch für die Brennweite gesehen und eben die Lichtstärke wirklich nicht so schwer und ist hier an der Kamera auch sehr ausgewogen. Also es lässt sich sehr gut handeln und ihr braucht da auch kein Stativ oder sowas. Das lässt sich sehr gut aus der Hand nutzen. Noch ein paar wichtige Sachen zu den Maßen, die ihr so vielleicht nicht direkt aus dem Datenblatt lesen könnt, und zwar das Packmaß. Die Länge beträgt 26 cm, genauso wie ich es jetzt hier in der Hand habe, also mit der Gegenlichtblende umgedreht. Der Durchmesser mit Gegenlichtblende und diesem Knubbel zusammen mit dem Stativfuß beträgt 14 cm. Das heißt, 26 auf 14 cm, so viel Platz braucht ihr also in eurer Fototasche. Wenn ihr das Ganze umdreht und die Gegenlichtblende montiert, dann habt ihr eine Länge von ziemlich genau 30 cm vom Bajonett gerechnet bis zur Spitze von der Gegenlichtblende. Und die Gegenlichtblende selbst hat einen Durchmesser von 12 cm. Also wenn ihr hier diesen Knubbel rausrechnet, seid ihr hier bei 12 cm. Wenn ihr den mit einrechnet, seid ihr eben bei 14 cm. Wichtig noch, ihr habt hier einen Stativfuß und man kann hier sehen, der ist abschraubbar und man kann ihn hier auch verstellen. Der rastet auch ein in den verschiedenen Stufen, wo ihr das eben drehen könnt, und er ist AK Swiss tauglich. Das heißt, ihr braucht da keine irgendwie Adapterplatte oder sowas, um das auf einem Stativ zu montieren, wenn das eben AK Swiss kompatibel ist. Ihr habt aber natürlich hier unten auch noch ein Viertelzoll Gewinde, wo ihr das Ganze befestigen könnt. Jetzt ist es so, der Griff ist ein bisschen zu kurz und ein bisschen zu nah am Objektiv, dass ich das hier entspannt tragen könnte. Also mit Kamera dran kann man das ja normalerweise so ein bisschen durch die Gegend tragen. Das ist bei den größeren Objektiven so. Hier ist es nicht so. Also es geht theoretisch, aber es ist eben nicht entspannt. Und man merkt es hier bei mir am kleinen Finger, der ist da ziemlich eingeklemmt. Macht nicht ganz so viel Spaß. Ihr habt einen Filterdurchmesser von 95 mm. Ihr könnt einen Filter montieren, habt aber nicht die Möglichkeit, den durch die Gegenlichtblende zu verstellen. Also das geht nicht. Ihr habt da keinen Durchgang irgendwie. Ihr müsst die Gegenlichtblende also demontieren. 95 mm Filter ist natürlich auch eine Größe, die hat nicht jeder zu Hause. Bei mir hört es zum Beispiel bei 82 mm auf. Jetzt ist die Frage, wollt ihr damit filmen, dass ihr unbedingt einen Filter braucht, einen Polfilter? Vielleicht. Dann müsst ihr euch das Ganze halt eben in 95 mm besorgen. Die Naheinstellgrenze beträgt hier 3,2 Meter. Also das ist schon ein gutes Stück weg von der Linse. Für Makro ist da wirklich nichts geeignet. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich sehe da was und war wirklich schon zu nah dran. Also da ging es wirklich, ja, nicht um ein paar Zentimeter, aber vielleicht so um 50 Zentimeter oder so, wo ich da schon zu nah dran war. Und da ist eben die Naheinstellgrenze gut. 3,20 Meter sind halt 3,20 Meter. Das müsst ihr einfach beachten. Ich möchte euch da jetzt auch nicht zu lang mit technischen Daten und Datenblättern belästigen, sondern es geht hier wirklich um die Bildqualität und wie das Ganze so abgeschnitten hat. Auch von der Autofokus-Performance, und das Ganze gucken wir uns jetzt einfach mal an. So, dann sitzen wir hier jetzt mal direkt vorm MacBook und schauen uns gemeinsam die Bilder an. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Natürlich habe ich mir das Ganze auch auf dem großen 32 Zoll Monitor angeguckt, um das richtig zu bewerten. Aber der lässt sich hier ein bisschen schlecht hinstellen, deswegen jetzt einfach hier direkt auf dem MacBook. Legen wir mal los mit der Bildqualität, und bildqualitätsmäßig kann man einfach sagen, es ist optisch hervorragend. Also das ist schon so, über die Schärfe in der Mitte, da kann man sich nicht beschweren. Die Schärfe ist wirklich sehr, sehr hoch. Selbst bei Offenblende, bei der Blende 5,6 habt ihr da eine überragende Schärfe im Bild. Also anders kann man es nicht ausdrücken. Wenn wir hier mal die Details im Fell anschauen, dann sehen wir hier,
Da sieht man wirklich jedes einzelne Haar. Klar, da spielen die 44 Megapixel von der S1R2 natürlich auch noch mit, aber das Objektiv muss natürlich auch so hoch auflösen und das macht es hier auf jeden Fall. Und auch im Randbereich sieht es richtig gut aus. Das Objektiv ist scharf bis in die Ecken, aber ich habe auch nichts anderes erwartet von einem Sigma, von einer Sigma Festbrennweite, vor allem natürlich auch bei dem Preis, da darf man das natürlich erwarten. Wie gesagt, das Objektiv liefert hier aber wirklich ab. Mit der Schärfe, da könnt ihr euch überhaupt gar nicht beschweren. Es ist über den kompletten Bereich einfach nur scharf. Und dann redet man natürlich auch über die Unschärfe, über das Bokeh und das ist klar, bei 500 mm mit einer 5,6er Blende, da könnt ihr schon so einiges freistellen und könnt euch da den Hintergrund unscharf machen. Es kommt natürlich immer darauf an, wie nah ihr an eurem Motiv seid, wie nah ihr da hinkommt. Wenn ihr relativ nah hinkommt, dann habt ihr da ein richtig schönes, cremiges Bokeh. Das seht ihr auch hier in den Bildern. Das ist wirklich toll im Vordergrund wie auch im Hintergrund. Da verschwimmt der Hintergrund eigentlich komplett. Es sieht schon fast so aus, als wäre da vielleicht was mit einem Photoshop ersetzt worden oder sowas. Meinen ja einige manchmal, aber nee, das ist einfach bei 500 mm und Blende 5,6. Da sieht es dann schon so aus. Und wir sehen auch, das Bild ist wirklich hervorragend cremig, so wie ich es eigentlich auch mag. Klar, wenn man ein bisschen weggeht, also vom Motiv ein bisschen weiter wegkommt, dann nimmt natürlich auch dieses cremige ein bisschen ab und es wird ein bisschen unruhiger mit der Entfernung. Wir haben da so ein paar leichte, ja, Spielereien, nenne ich es mal. Es sind keine richtigen Swirls oder sowas drin, aber es sieht immer noch richtig gut aus. Wenn wir das mal hier im Gras anschauen, zum Beispiel wie die Unschärfe nach vorne und hinten verlagert wird, dann ist es meiner Meinung nach schon sehr ansehnlich. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Und wenn wir jetzt gerade von dem Bild mit dem Gras sprechen, dann seht ihr das hier vielleicht schon, ihr habt es vielleicht schon erkannt. Wir haben hier relativ große oder ja einige Lichtspitzen drin und wir sehen aber gar keine chromatische Aberration oder Low-Cast. Das ist ja bei manchen Objektiven so ein bisschen ein Problem, also dass ihr da die Farbsäume und so drin habt. Ich konnte es jetzt hier fast gar nicht entdecken. Eigentlich, man kann nicht mal sagen fast gar nicht, sondern ich habe es eigentlich in den Bildern nicht entdeckt. Gerade hier, wenn man eben so Lichtspitzen sieht, dann kann das da sein und es ist einfach, es tritt nicht auf. Also das Objektiv, ich will nicht sagen, es ist komplett chromatische Aberration frei, weil ich jetzt nur nichts erkannt habe, aber es ist so, ich habe in den Bildern, die ich aufgenommen habe, zumindest nichts erkannt und da müsst ihr euch schon mal nicht so wirklich groß Gedanken drüber machen. Auch bei Ghosting und Flares konnte ich jetzt gar keine Probleme feststellen. Da hat das Coating von Sigma schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Bei der Bildqualität kann man da also wirklich sagen, dass man da so gut wie keine Abstriche machen muss. Klar, wir haben eine Festbrennweite, die bringt natürlich von Haus aus schon mehr Schärfe mit als ein Zoom-Objektiv und dann ist es natürlich auch in einem Preisbereich, wo man das erwarten kann. Aber es gibt eben auch Objektive, die bringen da ein paar Probleme mit sich. Dieses hier gehört definitiv nicht dazu. Das kann man auf jeden Fall für scharfe Bilder benutzen. Dann kommen wir mal so ein bisschen zum Autofokus. Das ist ja auch ein Thema, wichtig, gerade wenn man Wildlife und so weiter fotografieren will. Und da ist es hier so, es ist noch Luft nach oben. Jetzt muss man das so ein bisschen unterscheiden. Das hat folgende Begründung. Beim normalen Tracking von langsameren Motiven oder Menschen oder jetzt meine Katzen im Garten oder so, da hat das Objektiv in Kombination mit der Kamera überhaupt gar kein Problem. Da kommt es sauber hinterher und auch bei den 40 Bildern, die die S1R2 schafft, ist es da alles kein Problem gewesen. Da könnt ihr also, ja, parallel fliegende Vögel und so weiter, wenn die an euch vorbeifliegen, auch alles wunderbar filmen. Es ist einfach so, die Motiverkennung macht einen sehr guten Job, auch auf die Entfernung. Ein Vogel oder so im Geäst wird das sehr gut erkannt, das ist alles super. Ein Problem bekommt ihr einfach, sobald der Vogel auf euch zufliegt. Und zwar ist es so, dass der schon direkt auf euch zukommen muss und da wirkt es dann ein bisschen so, als würde das Objektiv oder die Kamera nicht hinterherkommen. Also ich hatte da zum Beispiel, ich kann es euch hier vielleicht mal zeigen, die Bildserie. Ich hatte da den Fall, wo ich ein bisschen unterwegs war mit der Kleinen und da ist einfach auf der Straße hier so ein Rot-Milan gelandet und der hat da 1-2 Sekunden gewartet und ist dann direkt wieder durchgestartet und so ein bisschen über mich drüber und dann vor mir ein bisschen am Abdrehen gewesen. Ist aber erstmal direkt auf mich zugekommen. Und ihr könnt es hier schon an der Serie sehen. Das erste Bild, da hat der Fokus überhaupt gar nicht gepasst und so nach 5 Bildern war er dann mal scharf.
Wohlgemerkt, wir sind hier bei 60 Bilder pro Sekunde, da ist also schon richtig was durchgegangen und der ist sehr schnell auf mich zugekommen. Und dann war das einfach das Problem, das 5. Bild war scharf und dann hat die Kamera wieder den Fokus verloren. Wir haben also wieder die Schärfeebene irgendwo anders auf den Beinen oder noch weiter hinten in den Federn oder überhaupt gar nicht mehr auf dem Vogel. Und dann haben wir wieder sehr viele unscharfe Bilder und das ist halt eben so, als er dann wieder im Vorbeiflug weiter war, sind die Bilder wieder scharf geworden. Da hat es die Kamera dann natürlich wieder leichter. Das war halt einfach so, in der ganzen Serie hatte ich 1, 2 Bilder, wo wirklich voll nutzbar waren. Ich kann euch das hier direkt einblenden. Und einen Haufen Bilder, die einfach unscharf waren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es erwartet hätte, weil es ist eben so, das Objektiv an sich tut ja an Sony-Kameras sehr gut abschneiden vom Autofokus her. Es ist zwar auch, ja, ich möchte nicht sagen begrenzt oder irgendwie sowas, aber man hört halt zumindest, dass es gut abschneidet. Aber es ist auch so, so ein wirklich auf dich zufliegender Vogel, der ist halt wirklich sehr schnell gewesen. Und da haben die meisten Probleme, also die meisten Objektive haben da Probleme. Und hier war es eben auch so. Und ich bin mir wirklich nicht sicher, ob es vom Objektiv kommt oder ob es vielleicht wirklich von der Kamera kommt. Weil die Kamera, klar, die schafft 40 Bilder pro Sekunde, aber es ist eben kein Stacked-Sensor. Und da hat dann natürlich auch der Autofokus ein bisschen Probleme nachzuführen. Und das war hier natürlich der Fall. Jetzt ist es so, wie gesagt, wenn der Vogel dann parallel an mir vorbeigeflogen ist und auch andere Vögel, die so halbwegs parallel auf mich zugeflogen sind oder an mir vorbeigeflogen sind, da war das alles kein Problem. Aber in diesem einen Fall habe ich es halt wirklich gemerkt, da kommt der Autofokus an die Grenze und hat halt eben ja, nicht so richtig fokussiert. Also er hatte da wirkliche Fokusfehler. Klar, 1, 2 Bilder waren dann auch dabei, mit denen kann man ja auch leben, aber wenn ich halt nachher am Schluss irgendwo 50, 70 Bilder habe und davon sind dann vielleicht 5 scharf, dann ist es natürlich schon eine sehr schlechte Ausbeute. Und wenn man sich das hier auch mal anguckt, wenn man von relativ nah auf fern fokussiert, dann kann da teilweise schon Zeit vergehen. Also ihr solltet da auf jeden Fall den Fokus-Limiter benutzen. Den könnt ihr per Schalter aktivieren und die AF-Einstellung an der Kamera könnt ihr da auch noch ein bisschen anpassen, dass es reaktiver wird und so weiter. Und dann lässt sich da schon noch sehr viel rausholen. Das war in dem Fall mit dem Rot Milan nicht so, da waren die Einstellungen auf Standard. Ich habe es dann noch ein bisschen getweakt und es kam schon besser rum, aber es war immer noch so, es geht schon noch besser. Also das müsst ihr halt wirklich ja, im Hinterkopf behalten. In 95% der Fälle werdet ihr damit 0,0 Probleme haben. Auch beim Fußball oder sowas oder wenn ihr Autos fotografieren wollt, werdet ihr keine Probleme da haben. In der Kombination die Kamera mit dem Objektiv. Nur wirklich Vögel, die auf euch zufliegen, schnelle Vögel, da kann es wirklich in die Grenzen kommen. Ansonsten, ja, der Stabi insgesamt macht natürlich auch eine sehr gute Arbeit. Der funktioniert super, klar. Ihr habt in der Kamera auch noch einen Stabi, die werden da vielleicht zusammenarbeiten. Wobei bei 500 mm wirklich eher der Objektiv-Stabi eine Rolle spielt. Der macht eine gute Rolle, also da könnt ihr auch sehr gut mit arbeiten. Und das ist ja auch wichtig dann bei 500 mm. Und meiner Meinung nach ist das Objektiv insgesamt wirklich sehr gut für Wildlife, Sport, für Motorsport und so weiter. Überall, wo ihr wirklich Brennweite braucht und dann natürlich mit der Blende 5.6 auch noch ein bisschen Lichtstärke dahinter braucht. Das bekommt ihr da wirklich alles, auch in Verbindung mit der S1R2, wo ihr da die 40 Bilder wirklich ausreizen könnt. Und vor allem, ihr habt ja auch Pre-Capture, also ihr könnt aufnehmen, bevor ihr wirklich den Auslöser drückt, was im Wildlife ja schon auch eine Rolle spielen kann. Das könnt ihr da alles mitnehmen. Es wird halt so ein bisschen von diesem Non-Stacked-Sensor begrenzt. Das dürfte da natürlich besser gehen, aber da kann das Objektiv natürlich nichts dafür. Solange ihr ja, keine schnellen Vögel fotografiert, die auf euch zukommen, werdet ihr damit sehr, sehr viel Spaß haben. Kommen wir noch zum Preis. Beim Preis liegen wir hier bei knapp 3.200 € und das ist natürlich schon ganz ordentlich. Ihr habt da zwar wirklich 500 mm Brennweite und eine Blende von 5,6, aber ihr habt eben keinen Zoom. Und meine persönliche Meinung ist da eigentlich schon fast, ich hätte gern lieber einen Zoom. Also gerade so andere Objektive wie ein 150-600 oder sowas, wo ich ein bisschen zoomen kann, da kann ich mehr mit anfangen, wie jetzt hier mit einer Festbrennweite. Klar, für manche Bereiche ist es sehr gut
und macht da auch sehr viel Spaß, hat da Vorteile, aber wie gesagt, ich bin da mehr eigentlich der Zoom-Fan. Wie gesagt, 3.200 € kostet das Ganze. Ich packe euch das mal in die Beschreibung, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare stellen und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.